Im Rahmen des EU-Projektes Durch Dialog Europa gestalten, Dialog gegen Populismus, Rassismus und Antisemitismus, darf ich heute mit Frau Erika Lackner ein Interview führen, für das ich mich gleich herzlich bei Ihnen bedanken möchte. Mich würde persönlich sehr interessieren, welche Zeit, welche Ereignisse haben Ihr Leben besonders geprägt? Ich denke da zum Beispiel an die 68er-Bewegung. Können Sie dazu vielleicht ein bisschen etwas erzählen aus Ihrem Leben? Ja, die 68er-Bewegung war sicher wichtig für mich. Und dass ich da überhaupt angedockt bin, hat aber schon viel früher begonnen, wie ich vom Land in eine Mädchenhauptschule in Graz gekommen bin. Und dort hat es bereits ein Schülerparlament gegeben. Das heißt, wir haben Klassensprecher gewählt. Und ich bin dann aufgrund dessen, weil ich so ein Landei war und etwas anders als die Stadtkinder und ein paar Sachen so im öffentlichen Raum für die Schule gemacht habe, von den Lehrerinnen dann zur Präsidentin des Schülerparlaments ernannt worden. Dann bin ich in die Handelsakademie gegangen und dort hat es kein Schülerparlament gegeben. Ich war aber sowas wie die informelle Klassensprecherin. Die anderen haben zu mir immer gesagt, sag du was, du hast gute Noten, dir können die Lehrer nicht weiß Gott was antun. Dann ist es weitergegangen, Pädagogische Akademie, wieder gab es keine Studentenvertretung. Nach kürzester Zeit haben wir uns da einige Leute zusammengefunden und haben festgestellt, wir wollen eine Studentenvertretung, und dann haben wir dort die Studentenvertretung aufgebaut. Das war dann bereits in den Jahren 70 bis 72. Was 68 betrifft, ist für mich ein ganz wichtiges Ereignis gewesen, weil für mich Kunst und Politik irgendwie ganz wesentliche Bereiche sind. Dass ich 67 bei dieser legendären Trigon-Ausstellung in Graz war. Die hat meinen Horizont aber schon so erweitert. Da hatte ich einen wunderbaren Geschichte-Geografie-Professor. Der war irgendwie ganz was Besonderes im Kontext von der Handelsakademie, und der hat uns angehalten, Zeitungen zu lesen, Zeitungsausschnitte zu sammeln und einzulegen in die Hefte, was da so passt oder was uns interessiert. Und da hat er bei mir total offene Ohren gefunden, das habe ich dann gemacht. Und dann hat es in der Zeit irgendwann einmal angefangen, dass es die Friedensmärsche hat es die längste Zeit schon gegeben. Die habe ich so mitgekriegt, dass es das gibt. Aber dann war irgendwann einmal ein Zeitpunkt, wo das Anti-Bundesheer-Volksbegehren angefangen hat. Ich wusste zwar schon, dass es das Forum Stadtpark in Graz gibt, das auch sehr wichtig ist, so im Kunstbereich, weil das auch so eine Aufbruchsinstitution gewesen ist. Und ja, da bin ich dann im Forum Stadtpark gelandet, wo ich dann sehr oft gewesen bin, wenn es irgendwelche künstlerischen Aktivitäten, Veranstaltungen gegeben hat. Und dort haben dann eben die ganzen Treffen von den Anti-Volks-Bundesheer-Leuten irgendwie stattgefunden. Und das war dann natürlich auch, obwohl ich ein Mädchen war, wichtig im politischen Zusammenhang. Dann bin ich mit dem Roten Schülerbund in Kontakt gekommen, später noch mit den Maoisten. Ja, und dann vielleicht noch, was dann für mich 68 so wichtig gemacht hat. Nach der BEDAG habe ich dann noch Pädagogik und Soziologie studieren angefangen. Und da war so unter dem Motto, Praxis ist gleichwertig wie Theorie, für mich dann auch ganz wichtig, dass ich in die offene Kinder- und Jugendarbeit eingestiegen bin. Und das war dann so meine ersten quasi Arbeiten, wenn es auch so studentische noch waren. Und so Initiativen. Wir haben uns bei der Aktion Spielbus als Bürgerinitiative auch verstanden, wo Eltern, Journalistinnen, verschiedenste Studenten aus verschiedenen Studienrichtungen so im Sinne einer Ambiente-Bewegung, ja, Künstler waren auch dabei, angefangen haben, so den städtischen Raum mittels Spielaktionen für Kinder zu erobern. Ja, das waren oft sehr chaotische Geschichten, aber es war erstens einmal unheimlich lässig und es hat auch den Kindern und den Jugendlichen irrsinnig getaugt. Da sind wir so durch die ganze Stadt gezogen und haben ein bisschen was bewirkt. Weniger, als wir uns damals erträumt hätten. Und das war dann so für mich ein Ausgangspunkt, wo ich dann in verschiedene Bereiche noch, ich war in der Antipsychiatriebewegung, da habe ich mich auch engagiert beim Beratungszentrum für psychische und soziale Fragen. Und dann sind alle möglichen Geschichten so gekommen, mal ein Thema organisieren, in der Grünen Bildungswerkstatt mitarbeiten. Ja, die lustigste Thema übrigens von Graz, an einem 8. März, da haben wir uns ein paar Frauen zusammengeredet, also ich habe sie zusammengeholt.
dass wir keine Demo, sondern eine Prozession machen, wo wir uns dann alles Mögliche für diesen Weg ausgedacht haben und Kostüme gebastelt und so. Was waren dann die Erwartungen und Hoffnungen bei diesen Demonstrationen? Naja, bei den Demonstrationen, bei dieser einen quasi Prozession, da ist es darum gegangen, wir machen das für uns, wir zeichnen da den Weg einer Frau nach, von der Kindheit bis dann halt jetzt. Eine Frau haben wir als Königin mit Schleppe gehabt, die dann das Erzherzog Johann-Denkmal hinaufgestiegen ist, eine Spritzkerze angezündet hat, so die Freiheitsstatue nachgemacht und so. Und da wollten wir schon, das war zu einem besonderen Anlass der Frauenbewegung, auf das hinweisen. Ja? Wir erobern uns den öffentlichen Raum, wir sind da, wir haben was zu sagen, wir haben was auszudrücken und so. Bei vielen Initiativen war für mich immer wieder einmal die Ambition, das möge in neue Regeln, in neue Umgangsweisen einmünden, dass das, was wir da halt gemacht haben, die Gesellschaft zum Positiven verändert. Und es gab ja dann in den 70er Jahren so ein Aufbruchsklima, wo manche Dinge halt, wenn schon nicht wahnsinnig unterstützt worden sind, dann zumindest ermöglicht wurden. Also man hat uns nicht allzu viele Prügel in den Weg geworfen, wenn wir da Ideen gehabt haben, dass wir da das eine oder das andere machen könnten. Ja, gescheitert sind wir bei der Hoffnung, dass sich mehr Eltern mit uns zusammentun und für bessere Bedingungen, sei es jetzt beim Wohnen, größere Kinderzimmer, mehr Spielanlagen oder so. Das ist erst viel später dann einmal so ein bisschen mehr ins Rollen kommen. Dann haben wir uns einmal engagiert für ein offenes Kinder- und Jugendzentrum. Das hat auch nicht funktioniert. Das war, wo in Wien die Arena besetzt worden ist, haben wir in Graz da so eine Solidaritätsaktion quasi gehabt, die ziemlich schief gegangen ist. Ja, also eine Zeit lang hat es auch so ausgeschaut, es geht was weiter, es öffnet sich was man ja so der 68er-Geschichte auch nachsagt, dass da vieles bunter geworden ist, mehr möglich geworden ist. Und wie sich halt mittlerweile herausstellt, hat es im Untergrund immer noch weiter gekrummelt oder so. Also wenn jetzt so die Rechten mehr und mehr aus ihren Löchern rauskommen und sich da als Wutbürger generieren, aber eigentlich eh nichts tun, außer Angst machen, dann ist das ein Bereich, wo ich mir ziemlich viel Gedanken mache, warum das passiert ist. Weil dass die Leute sich zu Wort melden und ihre Meinung sagen oder so, das finde ich ja wunderbar. Sie sprechen da schon auch die politische Sicht von heute an. Ja. Und dazu würde mich interessieren, was sagen Sie persönlich dazu, zu den populistischen Bewegungen heute, zur Fremdenfeindlichkeit und auch zum Antisemitismus? Ja, das Schlimme ist eben, dass das jetzt alles wieder auf einmal so öffentlich wird und so groß hinausposaunt wird und so laut ist. Irgendwie habe ich dann den Eindruck, dass die Leute, die das propagieren, eh nichts anderes können als laut sein, ja? Weil konstruktive Sachen höre ich da nicht, sondern eben nur negative, eben was ich vorher schon gesagt habe. Sie kommen sich gut vor, wenn sie anderen Angst machen können. Wo ich mir denke, das hat zum Teil was mit einer mangelnden Bildung zu tun, aber nicht nur. Weil das sind ja sehr wohl auch gut gebildete Menschen, die da dann wie die Rabauken herumschreien, ihre Parolen brüllen oder so irgendwie. Wo ich nicht verstehe, was ist denn eigentlich mit denen passiert. Dieser identitären Poster, der ist ja nicht schlecht bestellt, der hat ja alles, was man so zum Leben braucht. Ja? Und trotzdem landet der dann trotz Studium, abgebrochenem glaube ich, in dieser Geschichte. Hat das was damit zu tun, dass die halt mächtig sein wollen und das nicht anders können, weil sie nichts anderes zusammenbringen, dass sie das dann versuchen, auf dieser politischen Ebene irgendwie nachzuholen und ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Aber ich denke mir, die wollen ja immer haben, dass es anderen schlecht geht. Es soll nicht, das ist für mich ein wesentlicher Unterschied. Die ganzen 68er-Geschichten, ja, die sind ja dazu gut gewesen, es soll uns besser gehen. Es soll Verbesserungen geben, auch wenn das langsam nur gegangen ist und seine Zeit gedauert hat, bis sich da manches auch wirklich etabliert hat oder im Mainstream angekommen ist. Aber es ist darum gegangen, und zwar nicht nur einem selber
aus einem Machtbedürfnis heraus. Das ist für mich ja noch so ein wichtiger Punkt in meiner politischen Anschauung. Etwas nur für mich allein, das ist was Privates. Aber gesellschaftlich oder politisch was zu verändern, das muss immer mehrere betreffen. Würden Sie auch sagen, dass es jetzt in der 68er-Bewegung gesellschaftliche Veränderungen gegeben hat, die man auch heute noch spürt? Also eine gewisse Art von Demokratisierung hat sicher stattgefunden. Auch, dass sich die Leute mehr trauen, sich zu Wort zu melden oder Bürgerinitiativen und so. Aber ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen mit Graz, die Stadt der Bürgerinitiativen, was ja in den 70er Jahren der Fall gewesen ist. Und dann war irgendwann einmal das bemerkenswerte Ereignis, in den 90ern, glaube ich, war das. Es hat das Büro für Bürgerinitiativen dann gegeben als Unterstützungsinstitution, wenn jemand eine Bürgerinitiative ins Leben rufen will. Nachdem die Bürgerinitiativen immer wieder einmal auch so abgewehrt worden sind, ja, nicht wirklich was erreicht haben oder viel zu wenig ernst genommen worden sind, muss man eigentlich auch sagen, von den Politikern, denen sie halt irgendwie auch lästig waren. Ja? Und statt gescheite Lösungen gemeinsam zu entwickeln, sind die dann halt irgendwie auch so zurückgedrängt worden. Und der Erfolg davon war dann letztendlich, dass so eine Bürgerinitiativenversammlung, unter Anführungszeichen, also von oben herab die Versammlung, dass da dann niemand mehr gekommen ist, weil die Leute festgestellt haben, sie wollen nicht umsonst da jetzt mitmachen oder was tun oder aktiv werden, wenn das dann eh nicht irgendwie fruchtet. Welche Wünsche hätten Sie jetzt für Europa und die EU, was Sie jetzt gemeint haben? Das haben Sie ein paar Sachen nicht erfüllt? Also, ich hatte damals die Idee mit dem Europakonvent. Die hatte ich wahnsinnig toll gefunden. Ich habe also für die EU gestimmt, weil ich mir gedacht habe, das ist eine gute Möglichkeit, dass es einen starken Ausgleich zwischen Arm und Reich in Europa geben wird. Da habe ich mir einigermaßen geschnitten. Das Gefälle ist auseinandergegangen, statt kleiner geworden. Ja? Trotzdem hoffe ich immer noch, dass wir da die Kurve kratzen, dass das wieder in diese Richtung geht, dass da mehr Ausgleich stattfindet. Und in dem Zusammenhang wäre so etwas wie damals, ich glaube, da wäre es um die Abstimmung einer Verfassung von Europa gegangen, dass das überall in allen Ländern Europas diskutiert wird. Weil ich so aus der Geschichte mit der Atomkraft Zwentendorf weiß, wo ich damals oft mit dem Zug gefahren bin und der ganze Zug hat diskutiert, wie das ist mit der Abstimmung und wie man abstimmen soll oder so. Ja? Also das hat die Leute interessiert und das war unglaublich lebendig oder so. Können Sie uns vielleicht noch genau erklären, was das mit dem Zwentendorf auf sich hat, was da passiert ist? Ja, also da hat sich in Österreich trotzdem das Atomkraftwerk Zwentendorf bereits fast fertig gebaut gewesen ist, eine Bürgerinitiative gebildet, die das nicht wollte. Das wurde aber dann von der Regierung auch akzeptiert, dass dieses Atomkraftwerk nie in Betrieb genommen worden ist. Und das war halt in Österreich so die erste große demokratische Bewegung, politisch-demokratisch. Und war, sagt man heute, auch der Ausgangspunkt, dass es dann die Grüne Partei in Österreich gegeben hat. Also so, das hat sich dann so irgendwie fortgesetzt und dann war halt noch Hainburg, wo eine Au verbaut werden sollte und da hat es dann auch Proteste gegeben und das ist dann auch nicht passiert. Ja. Und wie schaut es heute aus? Es gibt ganz viel Antisemitismus. Was meinen Sie dazu? Wie sehen Sie das heute? Und auch die Fremdenfeindlichkeit in Österreich. Ja. Also wenn ich wüsste, welches Kraut dagegen gewachsen ist, ich würde es ja sofort kreuz und quer verteilen. Ja? Ich habe den Eindruck, es gibt immer mehr Leute, die ja dagegen aufstehen und auf die Straße gehen, die sich halt nicht so sehr darum gekümmert haben in den letzten Jahren, wo die Rechten halt immer lauter geworden sind und zu wenig Widerstand sich dagegen geäußert hat. Ja? Also so dieses Schreien ist ja nicht das wirklich Wahre. Es gibt auf der einen Seite die Geschichte, dass halt Einzelne was machen können, indem man redet, Leute anspricht, diskutiert etc.
Aber ich glaube, dass es ein ziemlich großer Fehler war in Österreich im Laufe der Politik in den vergangenen Jahren, dass einfach die rechte Partei, und ich würde sagen, es ist eine rechtsextreme Partei, da zur Regierungsehren gekommen ist. Ja? Es hat ihnen nur geholfen. Da gibt es so einen witzigen, weiß ich jetzt nicht, irgendein österreichischer Kabarettist, der Dorfer, hat es mit so einem Dreischritt bezeichnet. Zuerst ignorieren, dann hofieren und dann sind sie in der Regierung drinnen. Oder so irgendwas, ja. Also das darf man als demokratische Partei nicht tun, weil sich schon herausgestellt hat, wovor vorher die verschiedenste Kräfte, wie jetzt halt auch laut wird, dass ja der junge Altbundeskanzler immer gewarnt worden ist, er soll mit denen nicht eine Regierung machen. Warnende Stimmen hat es da immer schon gegeben und jetzt haben wir den Schirm auf. Ja? Und jetzt können wir nichts anderes tun, als versuchen, den Schaden möglichst klein zu halten. Ja, und ich weiß es nicht, wie das weitergehen wird. Ich kann nur hoffen. Es gibt dann immer wieder einmal so Lichtblicke, graue Streifen am Horizont, wo ich mir denke, Gott sei Dank. Und welche Wünsche haben Sie jetzt speziell für Österreich und fürs Land? Dass vielleicht auch attraktiver wird für junge Leute in die Politik zu gehen. Weil irgendwie habe ich so den Eindruck, das politische Personal, das wir haben, das ist nicht besonders toll. Da hat schon einmal viel mehr, also es werden nie alle Politiker wahnsinnig toll sein, ja, aber es hat schon viel mehr tolle Politiker für meine Begriffe einmal gegeben. Oder vielleicht sehe ich die nur nicht und sind die halt leise und arbeiten da nur im Hintergrund im Parlament, aber im Vordergrund sind relativ wenig gute Politiker zu sehen. Man kann zwar Politologie auch studieren, aber das ist halt dann mehr der theoretische Überbau, mehr so praxisbezogene und durchaus auch mit sehr viel Kunst in dem Kontext Ausbildung für junge Leute, die dann fähig sind, in die Politik zu gehen und eine bessere Politik zu machen, würde ich sehr schön finden. Was würden Sie noch zu guter Politik zählen? Dass man wirklich sieht, dass sich dann Leute freuen und das für sie so wie in den 70er Jahren so ein Aufwärtstrend war, ja? Wo die Leute gemerkt haben, es geht ihnen jetzt besser, sie fühlen sich einfach wohler. Und das ist, zum Teil hat es was mit dem Geld zu tun. Aber es ist nicht nur, es ist sind auch die Umgangsweisen der Menschen untereinander, wie die miteinander umgehen. Und wenn es den Leuten schlecht geht, dann gehen sie halt auch schlechter miteinander um. Das eine bewirkt irgendwie auch das andere. Das kann sich dann leider halt so aufschaukeln, dass es dann immer unguter wird. Ich weiß nicht, was man noch alles tun könnte, ja, gute Kunstprojekte bringen immer mal was, um das Zwischenmenschliche oder die Kommunikation zwischen den Leuten zu verbessern. Und jetzt würde ich noch gerne wissen, was wünschen Sie speziell für die EU und für Europa in Zukunft? Also, der ganze Rechtsblock, rechtsextremistische Block könnte für meine Begriffe ins Wasser fallen und wegbrechen. Die tun die ganze Zeit nichts anderes als behindern und blockieren. Ich meine, allein diese Verwegenheit, noch im Europaparlament sitzen zu bleiben, obwohl die Briten ja austreten wollen oder etliche darunter sind, die EU, sagen sie ja dann selber sogar, von innen zerstören wollen. Ja? Ich weiß nicht, wie man das machen könnte, aber die müssten wir ja eigentlich aus so einer Institution fernhalten. Was haben die dort noch zu suchen, wenn sie das eh nicht wollen? Wie man die loskriegt, weiß ich nicht, nachdem sie ja gewählte Menschen sind. Ich würde mir schwer wünschen, dass sich die ganzen konstruktiven EU-Politiker durchsetzen, dass das soziale Europa, dass da mehr sozialer Ausgleich passiert. Also jetzt nicht nur das Wirtschaftseuropa, das haben wir halt, auch wenn da vieles noch immer nicht funktioniert, aber vor allem das soziale Europa mit eben Arbeitslosenversicherung überall gleich, soziale Standards überall gleich. Ja? Europa kann sich das leisten.
das wäre eine Möglichkeit. Nur der politische Wille ist halt überhaupt nicht da. Ja? Da gibt es eben die durchaus Superreichen, die da immer noch sehr dagegen sind. Und auch manche, die so trumpisch denken, wir haben das nicht notwendig oder so. Also wir brauchen das eh nicht, auch wenn es uns schlecht geht. Also das soziale Europa, dass das angepeilt wird, stärker als es bis jetzt der Fall gewesen ist. Das wäre mir mal ein Herzenswunsch. Ja? Weil ich mir denke, das macht dann auch mehr Lebensfreude und letztendlich auch noch mehr möglich für uns alle im Alltag. Das regt dann auch an, weitere Initiativen zu erfinden und zu setzen, ob es jetzt künstlerische sind oder andere soziale oder was immer das dann sein mag. Ja? Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie sich Gerne. Zeit genommen haben. Vielen Dank. Bitte sehr.